Ist wieder zurück, der Karneval. Phoenix vor Ort. Meine Damen und Herren, wir gehen hier mal raus und müssen live nach Brüssel. Dort ist die EU-Kommissionspräsidentin und der Präsident des EU-Rats zur Vereinheitlichung der Grenzkontrollen im freien Warenverkehr in Europa vor die Presse gegangen. European Council President. Thank you Vielen Dank. For your presence. Ich bedanke mich bei allen Anwesenden. Zunächst einmal möchten wir unsere volle Unterstützung allen Angehörigen der Gesundheitsberufe aussprechen, die Tag und Nacht diese Krise bekämpfen. Und wir wissen, das wird eine schwierige Krise sein, sie wird lange dauern. Und wir wissen, dass es von essentieller Bedeutung ist, dass wir geeint sind. Wir hatten heute eine Videokonferenz mit den Führern der G7-Länder und der Federführung der USA. Und wir haben unseren nachdrücklichen politischen Willen bekundet, gemeinsam diese Krise anzugehen und in verschiedenen Bereichen zusammenzuarbeiten. Für uns liegt die Priorität bei der Gesundheit unserer Mitgliedstaaten. Deshalb haben wir in der letzten Woche die Mitgliedstaaten schon ermutigt, Maßnahmen zu ergreifen, um die Ausbreitung des Viruses zu stoppen. Also konkrete Maßnahmen. In den letzten Tagen haben wir zusammen mit der Kommission und den Mitgliedstaaten daran gearbeitet, konkrete Vorschläge zu erarbeiten, um einen europäischen Ansatz zu entwickeln und in den nächsten Tagen und Wochen noch mehr Fortschritte zu machen. Und aus diesem Grund haben wir in Zusammenarbeit mit den Mitgliedstaaten an verschiedenen Vorschlägen gearbeitet, auch was die Grenzen anbelangt, die Binnengrenzen, aber auch die Außengrenzen. Und die Präsidentin der Kommission wird dann noch Gelegenheit haben, das auszuführen. Es geht uns darum, die Bewegungen zu reduzieren, die nicht notwendig sind, und gleichzeitig den freien Verkehr von Waren und Gütern zu gewährleisten, sodass wir die Integrität des Binnenmarktes erhalten wollen. Warengütertransporte müssen zugelassen werden, soweit wie möglich, damit unsere Gesundheitssysteme in den verschiedenen Mitgliedstaaten auch in der Lage sind, sich vorzubereiten auf das, was wir in den nächsten Wochen und Monaten erwarten. Zweiter wesentlicher Punkt ist die medizinische Behandlung. Und es ist wichtig, das fortzusetzen, was wir jetzt schon tun, damit die Mitgliedstaaten auch Zugang haben zu medizinischen Geräten. Daran arbeiten wir mit den Mitgliedstaaten, und in den nächsten Tagen werden wir alle Anstrengungen noch intensivieren. Dritter Punkt. In der letzten Woche hatten wir angekündigt, dass wir uns dafür einsetzen, damit die Forschung noch stärker unterstützt wird, damit sie Fortschritte machen kann und einen Impfstoff entwickeln kann. Auch bei dieser G7-Videokonferenz haben wir beschlossen, noch enger zusammenzuarbeiten, damit wir so schnell wie möglich konkrete Fortschritte machen können. Das ist natürlich sehr wichtig. Und dann noch ein vierter entscheidender Punkt, der ist auch heute angesprochen worden, nämlich Mobilisierung, um die wirtschaftlichen Folgen, soweit es möglich ist, abzufedern. Wir sind entschlossen, die Präsidentin der Kommission, der Europäische Rat, die Mitgliedstaaten, alles zu tun, was notwendig ist, was unerlässlich ist, um die Bürger zu schützen, soweit das möglich ist, auch die Wirtschaft, die Unternehmen und den Mittelstand zu verteidigen, um sicherzustellen, dass wir hier Investitionen mobilisieren können, um so weit wie möglich die Wirtschaftstätigkeit zu unterstützen und die negativen Schäden so weit wie möglich eingrenzen. Im Augenblick treffen sich auch die europäischen Finanzminister, auch im
im Zuge einer Videokonferenz. Ich war ja an der Vorbereitung dieser Sitzung mitbeteiligt, zusammen mit der EZB, dem Vorsitzenden der Eurogruppe und der Kommission. Und wir wollen damit klar machen, wir mobilisieren alles auf politischer Ebene, um alle zahlreichen Instrumente, über die wir verfügen, eingesetzt werden, um die Bürger und die Familien zu unterstützen, wie auch die Wirtschaft, sei es kleine, mittlere oder auch große Unternehmen. Das ist der Sinn dieser Mobilisierung auch im Rahmen des G7. Und wir hoffen, dass wir das auch noch ausdehnen können auf andere Länder über die G20 oder auch andere multilaterale Kooperationen. Zum Schluss möchte ich noch sagen, wir schulden den Bürgern Europas die Wahrheit. Das wird eine schwere Krise sein, eine lange, eine schwierige und diffizile, aber deshalb müssen wir geeint dastehen. Wir müssen zusammenstehen. Wir appellieren an die Disziplin der Bürger. Jeder einzelne Bürger sollte sich an die Anordnungen internationaler, nationaler oder lokaler Art halten. Wir alle müssen Verantwortung zeigen und dazu beitragen, dass wir diese Schlacht angesichts der schwierigen Krise gewinnen können. Jeder einzelne von uns ist aufgefordert, auch Verantwortung für alle anderen zu zeigen. Das ist die Botschaft, die wir heute noch mal an Sie alle richten wollen. Vielen Dank, Charles. Ja, wir stehen vor einer globalen Gesundheitskrise. Und diese globale Gesundheitskrise wirkt sich erheblich aus für die Menschen, aber auch für unsere Volkswirtschaften. Heute bei der G7-Videokonferenz haben wir ein ganz klares Signal ausgesandt. Wenn wir zusammenarbeiten und wenn wir geeint dastehen, dann können wir diesen globalen Sturm Einhalt gebieten. Koordination ist unerlässlich, das haben Sie angesprochen. Wir wollen uns auf verschiedene Bereiche konzentrieren. Erstens müssen wir Maßnahmen ergreifen, um die Ausbreitung des Virus zu verlangsamen und einzugrenzen. Das ist wichtig, damit unsere Gesundheitswesen in der Lage sind, die Patienten zu betreuen, die schwer krank sind. Und alle Mitgliedstaaten ergreifen ja jetzt Maßnahmen, um soziale Kontakte einzuschränken, das öffentliche Leben und damit auch die Ausbreitung des Virus. Auf der anderen Seite wirft das natürlich viele Fragen auf. Wie können wir den schnellen Fluss der Waren und Güter beibehalten und unsere Volkswirtschaften vital erhalten? Wir haben unseren Partnern der G7 heute gesagt, dass wir die Absicht haben, eine zeitweilige Einschränkung von nicht wesentlichen Reisen in die EU vorzunehmen. Wir meinen, nicht notwendige Reisen sollten eingeschränkt werden, um die Ausbreitung des Virus zu unterbinden. Sei es nun Reisen innerhalb der EU oder nach außerhalb der EU, aber man sollte eben auch keine unnötigen Reisen durchführen, damit das Gesundheitswesen nicht noch zusätzlich belastet wird. Natürlich wird es Ausnahmen geben, zum Beispiel für EU-Bürger, die nach Hause zurückkommen, für Beschäftigte im Gesundheitswesen, Ärzte, Krankenpflege, aber auch für Wissenschaftler, die an der Lösung dieser Gesundheitskrise arbeiten. Aber auch Menschen, Grenzgänger, die über die Grenzen hinweg pendeln, die auf beiden Seiten der Grenzen arbeiten. Da wird es Ausnahmen geben. Diese Restriktionen sollen zunächst einmal für 30 Tage gelten. Darüber haben wir auch gesprochen mit unseren Partnern innerhalb der G7. Dann ein zweites Thema. Wir müssen die Maßnahmen, die wir ergreifen, koordinieren, um negative Folgen für unsere Menschen, die Volkswirtschaften und die Lieferketten zu vermeiden. Das ist ein zentrales Thema auch zwischen den Mitgliedstaaten. Es ist wichtig, dass man sich die verschiedenen Maßnahmen anschaut, wie sie ergriffen werden. Und es ist wirklich sehr wichtig, dass Nachbarländer ihre Maßnahmen harmonisieren.
damit wir dann eine einheitliche Botschaft den Menschen übermitteln können. Denn ansonsten wird es für die Menschen noch unsicherer. Aber wir sagen ihnen, ja, im Augenblick ist es schwierig, aber für ihre Gesundheit ist es das Beste und im Augenblick ist das auch notwendig. Drittens müssen wir das weltweite wirtschaftliche Vertrauen wiederherstellen. Und es ist Zeit, unsere Volkswirtschaft mit Entschlossenheit zu unterstützen. Das machen wir mit allen zur Verfügung stehenden Instrumenten. Wir unterstützen die Branchen, die Unternehmen, die mittelständischen und kleinen Betriebe und vor allen Dingen unterstützen wir die Menschen am Arbeitsplatz angesichts ihrer Einkommensverluste. Aber jetzt geht es darum, die Volkswirtschaften zu stärken und alles Notwendige zu investieren, damit die Wirtschaft sich weiterentwickelt. Ich habe ja am letzten Freitag schon angekündigt, dass die Europäische Union einen ehrgeizigen Rahmen sich gegeben hat. Und wir werden auch nicht zögern, weiter zu handeln, wenn sich die Lage weiterentwickelt. Vierter und letzter Punkt. Natürlich müssen wir die Forschung nach Impfstoffen und Therapien und auch Diagnostika verstärken und fördern. Bei der Debatte unter den G7 war es interessant zu hören, dass man CEPI jetzt noch nachdrücklicher unterstützen will. Wir alle haben dieses Gremium nach der Ebola-Krise ins Leben gerufen, eine Plattform von weltbekannten Wissenschaftlern. Das ist ein Signal einer starken Koordinierung, dass wir Nachdruck legen auf ein vielversprechendes Projekt, eine Plattform, die sich schon bewährt hat in diesem Bereich. Und letztlich muss die internationale Reaktion auch ausgeweitet werden. Deshalb haben wir auch heute vereinbart, auch die G20 aufzufordern, ihre Arbeit zu beschleunigen, damit wir global so effektiv wie möglich agieren können. Eine Frage von Politico, David. David Hersenhorn von Politico. Heute haben wir die Leitlinien der Kommission gesehen, was die Grenzkontrollen an den Binnengrenzen anbelangt. Also dass zum Beispiel EU-Bürger wieder in ihr Heimatland zurückkehren können und dass kranke Leute nicht an der Grenze abgewiesen werden. Also einige Leute fragen sich jetzt, ob diese 4 Grundfreiheiten der EU gefährdet sind angesichts der Corona-Krise. Machen Sie sich da Sorgen um diese grundlegenden Dinge? Ich verstehe, dass die Regierung und die Mitgliedstaaten natürlich alles tun wollen, um ihre Bevölkerung zu schützen. Aber wir müssen natürlich aufpassen, dass wir da das richtige Gleichgewicht finden zwischen der Einschränkung der sozialen Kontakte und damit der Verbreitung des Virus. Aber wir dürfen unseren Binnenmarkt nicht beeinträchtigen. Den brauchen wir gerade, um alle Waren zu liefern, die wir brauchen. Und deshalb haben wir in unseren Leitlinien auch gesagt, dass wir empfehlen, sogenannte grüne Korridore zu bilden, also schnelle Spuren für den Warenverkehr, damit die Verkehrsstauungen beendet werden und die Waren schnell strömen können, damit der Binnenmarkt und die Wirtschaft aufrechterhalten werden kann. Nächste Frage. Washington Post. Während dieser Telefonate haben Sie mit Herrn Trump auch über das deutsche Unternehmen CureVac gesprochen und die Medien berichten, dass die USA exklusiven Zugang zu dem von CureVac entwickelten Impfstoff haben wollen. Also haben Sie mit Herrn Trump darüber gesprochen und hat er das bestätigt, dass er exklusiven Zugriff darauf haben will?
Ja, also wir haben nachdrücklich politisch darauf hingewiesen, dass es wichtig ist, gemeinsam zu arbeiten, um Therapien und Impfstoffe zu entwickeln. Wir haben hier eine ganz konkrete Initiative auch angesprochen bei der Videokonferenz. Und es besteht nachdrücklich der Wille, gemeinsam auch in diesem Bereich Fortschritte zu machen. Jetzt noch eine Reihe von Fragen von Journalisten, die außerhalb dieses Pressesaals sind. Fragen an Sie beide. Ist das Reiseverbot schon genehmigt worden und wird es auch für britische Bürger gelten? Ja, wir haben in den letzten Stunden zusammengearbeitet, auch um die Mitgliedstaaten davon zu unterrichten, dass wir gemeinsam Maßnahmen erarbeiten, was die Grenzen anbelangt. Zunächst müssen wir natürlich offiziell die G7-Länder unterrichten. Das haben wir auch bei diesem Telefonat getan. Morgen wird eine Videokonferenz mit den 27 Mitgliedstaaten stattfinden. Und in den nächsten Stunden werden wir auch weiterhin informieren und Erläuterungen geben zu dem, was die Kommission vorschlägt. Sie wissen es ja vielleicht, dieser Kommissionsvorschlag muss ja von allen Mitgliedstaaten gebilligt werden. Alle Mitgliedstaaten müssen das umsetzen. Ja. Im Laufe des Wochenendes haben wir eigentlich die Mehrheit der Mitgliedstaaten ansprechen können und es gab nachdrückliche Unterstützung. Also insofern werden wir unseren Vorschlag dann auch endgültig ausarbeiten. Was die britischen Bürger anbelangt, so sind das Bürger Europas. Insofern gibt es keine Restriktionen für britische Bürger auf den Kontinent zu reisen. Von der Financial Times auch eine Frage an Sie beide. Sind Sie zuversichtlich, dass die Mitgliedstaaten das Verbot von nicht notwendigen Einreisen in die EU einhalten werden? Die baltischen Staaten, Rumänien zum Beispiel, sind irgendwie überrascht worden und haben die assoziierten Länder auch ihre Zustimmung gegeben. Ja, ich hatte Gelegenheit im Vorfeld zum Beispiel mit Norwegen und der Schweiz zu sprechen und mir ist bewusst, dass diese Länder ja schon Maßnahmen ergriffen haben, die unseren sehr ähneln. Und insofern war das für die dann sehr positiv zu sehen, dass es für ihre Bürger keine Änderungen geben wird, dass sie also mit eingeschlossen sind in dieses System. Ja, vielen Dank. Morgen wird es dann eine weitere Presseunterrichtung geben. So, meine Damen und Herren, das war jetzt kurz und knackig, aber diese Informationen, diese Einschätzungen und diese Handreichungen, die haben wir schon erwartet.